Hallo und willkommen beim Kid Drive Club. Ich bin Kiwi und ich darf euch heute aus der wunderschönen Karibik den relativ neuen Ford Bronco vorstellen. Dieser hier ist in der Black Diamond Edition und aus dem Jahr 2022. Generell wird er seit 2021 in den USA wieder produziert und ich habe ihn für euch getestet und geschaut, wie inseltauglich er wirklich ist. An dieser Stelle auch ein riesen Dankeschön an Island Buddy, die uns heute einen Ford Bronco aus ihrer Flotte zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Schauen wir uns mal den vorderen Teil des Ford Broncos an. Wir sehen hier gleich mal eine ganz starke, solide Rahmenschutzleiste. Der Kühlergrill natürlich mit dem ganz fetten Bronco-Logo. Und ganz niedliche, wie ich finde, runde Lichter, aber auch mit der Signature-Lichtleiste, die in den Kühlergrill hineinragt. Was seitlich gleich einmal auffällt, sind die grobspurigen All-Terrain-Räder, die wirklich jeden Berg erklimmen. Und mein Lieblingsteil sind diese abenteuerlichen Outdoor-Türen. Die wurden extra angebracht. Normalerweise kommt das Auto mit regulären Türen, auch mit Fenstern, die man rauf und runter fahren kann. Aber der Anbieter hat sich hier für die abenteuerliche, mutige Variante entschieden. Ich liebe es, gibt mir das ultimative Freiheitsgefühl. Da wir schon von abenteuerlich reden, dieses Hardcover Rooftop kann man abnehmen. Beim vorderen Teil ist das sogar ziemlich einfach, das zeigen wir euch auch gleich. Passt dann auch zu dieser Freiluft-Experience. Ganz vorne haben wir hier zwei verschiedene Bereiche, die jeweils mit 4 Klammern gesichert sind. Es geht richtig leicht. 1, 2, 3, 4 und schwuppdiwupp haben wir ein offenes Dach. Kommen wir nun zum Heck des Autos. Machen wir den Kofferraum auf mit dieser Schwingtüre. Das ist natürlich sehr stadtunfreundlich, aber für die Stadt ist er ja auch nicht gedacht. Dafür haben wir hier ein ganz nettes Klapperlebnis. Und wenn man sich hier den vielen Platz anschaut, den wir haben, der lässt sich auch noch ein bisschen vergrößern. Wir öffnen hier noch so eine Bodenklappe, haben Starterkabel, First Aid Kit, alles was man braucht, wenn man eine Panne hat. Hier auch wieder ganz viele Haken und so Kleinigkeiten, die das ganze Offroad-Erlebnis ein bisschen lustiger machen. Und wir haben hier auch 12 Volt Anschluss, was super ist, wenn ihr campen wollt, kann man hier diverse Geräte anschließen. Der Kofferraum fasst 1007 bis 2196 Liter. In der Edition sind es 1007. Ja, Rücksitze aufklappen, Surfboard rein und los geht's. Im Inneren haben wir hier bei der Mittelkonsole einen Drehknopf, der sagt uns, in welchem Mode wir gerade sind und auch, ob wir Zweirad- oder Vierradantrieb haben. Wenn ich jetzt von Zweirad umschalten will auf 4 Low, sagt mir das Display, okay, können wir machen, aber zuerst bitte in Neutral schalten. Das machen wir dann auch und man sieht hier, er hat jetzt automatisch auf 4L umgeschalten. Wenn wir jetzt eine Bergabfahrt machen, gibt es auch hier in der Mitte die Möglichkeit, eine Unterstützung anzufordern. Trail Control heißt das. Und die steuern wir, sobald wir losfahren, mit dem Lenkrad. Also fahren wir jetzt mal los und steuern dann, wie langsam wir da jetzt runterfahren mit dem Lenkrad.
So, ich gehe jetzt mal ein bisschen höher, fahren wir ein bisschen schneller. Und schon macht er alles automatisch. Jetzt, wo wir uns angeschaut haben, wie wir mit Unterstützung bergab fahren können, nehmen wir uns als nächstes diesen kleinen steilen Hügel vor. Er ist ziemlich uneben und ja, sehr naturbelassen. Probieren wir jetzt gleich mal aus. Dafür gehen wir wieder zu unserem Goat Modes zurück. Was das ist, erkläre ich gleich. Wenn man hier herumdreht, sieht man am Display die verschiedenen Modi. Normal, Eco, Sport, Slippery, Mud Ruts, Sand. Und dann haben wir noch Rock Crawl. Und das ist der, bei dem wir jetzt sind. Hier steht in 4L wechseln. Also machen wir wieder das Gleiche. Wir gehen in Neutral. Jetzt wir Neutral und gehen in 4L. Man sieht jetzt hier auch die Neigungen. Das heißt, einmal haben wir die Längsachse und einmal die Breitachse. Und da steht, dass wir 4 Grad und einmal 5 Grad Neigungen haben. Das heißt, wir fahren da jetzt mal rauf. Und crawlen unseren Weg nach oben. Wenn man sich gleich reinsetzt, merkt man bei dem Offroader, dass er schmutzig werden darf. Das auch drinnen. Die Materialien sind darauf ausgelegt, ihn sauber zu halten oder auch leicht sauber zu machen, wenn er schmutzig wird. Wir haben hier Vinylüberzüge auf den Sitzen, falls wir vergessen haben, wo wir sind, im wilden Bronco. Einfach abspritzen, das Wasser kommt dann da runter und lässt sich selber ab. Somit ist er leicht zu reinigen. Und auch Schutz für all die Knöpfe gibt es hier mit der Silikonüberschichtung, damit man sie leicht reinigen kann. Wir haben hier auch vorne ein Accessory Ready Feature. Das heißt, man kann hier eigentlich seine GoPro eindrehen, kann man seine Fahrten auch filmen. Wir haben hier unser Display, Navi und Display, mit allen Features, die das Auto zu bieten hat. Audio, Connection zum Telefon, verschiedene Apps, die man damit verbinden kann. Es ist natürlich Apple Car und Android kompatibel. Und haben hier alle möglichen Settings. Und was ich ganz nett finde, ist ein Manual. Also man kann sich auch anschauen, wie zum Beispiel das Navigationssystem funktioniert. Und dieses schöne kleine Filmchen erklärt dann alle Funktionen. We know you didn't buy a Bronco just to drive it on the road. You bought it for adventure, which is why we created an app to help you find the adventures. The Ford Pass Performance App with Off-Road Navigation. So kann man sich das in etwa vorstellen. So, nochmal zum Owner's Manual. Was haben wir denn hier alles? Instrument und Panel, Interior, Exterior. Also man kann sich hier auch alles anschauen, was man wissen muss über das Auto, über die Funktionen, was er nicht alles kann. Top Removal, ja, haben wir auch schon gemacht. Gut. Schauen wir mal weiter, was wir hier oben haben. In dieser Leiste.
Hier oben haben wir die AUX-Schalter. Wofür sind die gut? Man kann überall im Auto kleine Features einbringen und das Auto ein bisschen pimpen. Also zum Beispiel extra Lichter anbringen oder was auch immer man zu seinem Auto dazu haben möchte. Und da schauen wir uns auch gleich vorne an, wie das mit der Verkabelung ist. Hier ist die Farbenpracht der AUX-Kabel. Einfach nur das Licht oder was auch immer man dazu anstecken möchte, anstecken, erden und die Sache ist schon erledigt. Wir haben hier auch am Auto überall diese Accessory Ready Features. Die haben wir hier oben. Auch drinnen, habe ich ja schon erwähnt. Schraubt man auf, man bringt an, was man anbringen möchte. In dem Fall wären das Lichter und so einfach geht's. Ich hatte enorm viel Spaß heute, den Ford Bronco zu testen. Dieser hier kommt mit 4-Zylinder und 270 PS, Rückfahrkamera und Kollisionsvermeidung. Also ein paar Goodies, die vielleicht in der Wildnis nicht so unwichtig sind. Ansonsten gab es keine Strecke, die wir heute nicht bezwungen haben. Keinen Hügel, der sicher war vor diesem Bronco mit seinen 7 GOAT Modes. GOAT steht übrigens für Goes Over Any Terrain. Und er hält, was er verspricht. Er ist tatsächlich das optimale Inselauto. Ich werde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weiterfahren. Und wenn ihr den Beitrag mochtet, würden wir uns sehr über ein Like oder eine Subscription freuen.